Und diese stochastischen Papageien, das ist einfach ein interessantes Bild. Das wäre also ein Bild von KI, wo man sagt, im Prinzip plappern die ja nur nach. Das sind eigentlich sozusagen statistische Helferlein, die nicht wirklich was Neues hervorbringen kann. Und das Gegenbild ist die kreative Maschine, die eben doch dem Menschen gleichkommt oder nachkommt und da etwas tut, was menschenähnlich ist. Und ich glaube, das ist diese alte Debatte. Was ist es? Was ist generative KI? Wir nutzen es, viele nutzen es schon. Es zu erklären, fällt immer noch schwer. Das ist auch so eine Mission des KI Campus. Was sind so die Special Features, aber auch die Risks? Man muss darüber sprechen, man muss das mal erwähnen. Wird dem einen oder anderen auch schon bekannt sein. Aber auch da gibt es immer wieder neue Pointen. Und dann eben Anwendungsbeispiele. Also was sind so aktuelle Anwendungsbeispiele? Da werde ich ein paar Dinge zeigen. Und am Ende wollen wir auch nochmal sprechen über das große Thema Copyright, also Nutzungsrechte, Urheberrechte, weil es auch eine drängende Debatte ist, die den Diskurs sehr stark leitet. Okay, also ich kam an mit diesen stochastischen Papageien, die tauchen später nochmal auf. Ich glaube, dieses Grundbild schwache versus starke KI, das ist, muss man unterscheiden. Die Unterscheidung trägt auch weiterhin. Also wir nehmen auf der einen Seite diesen Staubsaugerroboter, der kann gewisse Dinge autonom tun, aber ich sage ihm, die Intention ist klar. Am Ende ist das ein sehr eingeschränktes System mit ein paar Sensoren. Da würden wir jetzt niemals sagen, das ist intelligent. Demgegenüber steht immer noch dieses Bild, wo wir uns fragen, kommt es irgendwann auf uns zu? Gibt es da schon Andeutung von dieser starken KI? Aber niemand hat sie bis heute gesehen. Also das ist weiterhin eine Fiktion, kann man sagen. Und wir reden also, auch wenn wir jetzt über generative KI reden, mit Sicherheit über diese schwache KI. Was ist es jetzt, was das Ganze möglich macht? Es sind schnelle Prozessoren, es ist Big Data, es sind neue KI-Methoden, und es ist einfach diese globale Vernetzung, vernetzte Datencenter, die das Ganze sozusagen überhaupt spielbar machen. Und wenn wir jetzt gucken, das wird sicherlich auch schon vielen begegnet sein, dieses Moore'sche Law, das ist also hier, das sieht so linear aus, aber es ist exponentiell, weil man sieht, auf der Y-Achse wird eben jeweils verdoppelt. Es geht hier da um das Verhältnis von Leistungsfähigkeit, Prozessoren zu Zeit, und Moore, dieser Wissenschaftler, hat in den 50er Jahren mal gesagt, nee, in den 70ern, dass das sich alle 2 Jahre verdoppeln wird. Das haben viele Leute für verrückt gehalten. Genau das passiert aber. Und dieses Gerät hier unten rechts wollte ich auch mal zeigen, weil das ist im Prinzip der Kern dieser aktuellen Revolution. Das ist von Nvidia so ein Prozessor, der mit 80 Billionen Transistoren ausgestattet ist. Und eben, die machen wahnsinnig viel Geld damit, weil alle wollen das haben. Das ist der heiße Stoff. Und ich habe Stoff gesagt. Da sieht man ja auch, könnte man wahrscheinlich einen Aktienkurs daneben legen. Das ist also ein Riesengeschäft, weil alle wittern, da ändert sich was. Und das ist auch so ein Indikator für diese Revolutionsgeschichte, was man ja nicht leichtfertig im Mund nehmen sollte, aber vielleicht ist es das tatsächlich. Gut, Big Data. Was ist Big Data? Das sind diese ganzen Daten, die wir produzieren am Ende. Das ist nicht irgendwas, was diese Unternehmen schaffen, sondern es ist eigentlich unser Eigentum. Ne? Also sind wir schon bei der Eigentumsdebatte. Das sind die Texte, die wir irgendwo hochladen. Es sind Bilder, es sind Videos, es ist Sound. Hier sind die Plattformen dazu, die wir alle kennen, die wir alle nutzen. Ungefragt werden die Dinge eben genutzt als Trainingsdaten, alle gieren nach diesen Trainingsdaten, um die Systeme besser zu machen. Und das ist ein wesentlicher Treiber. Also ohne, dass wir da jetzt jahrelang eingefüttert hätten, hätten die Systeme auch gar nicht so trainiert werden können. Das ist vielleicht auch schon vielen klar, aber ich glaube, es ist immer wieder wichtig auch zu sehen. Jetzt sind es die Methoden. Das war der zweite Punkt, den ich erwähnt hatte. Machine Learning Methoden. Ich werde das hier natürlich, ist das jetzt vermessen, auch noch eben mal zu erklären, wie das Ganze funktioniert. Aber ich glaube, so ein paar Themen sollte man sich mal vor Augen halten, auch um es zu entmythologisieren, also ne, um zu sagen, das ist am Ende ja schon nachvollziehbar. Was machen die mit den Daten? Es gibt verschiedene Formen des Lernens, des Machine Learnings, zum Beispiel dieses überwachte Lernen. Da sage ich vorher, das ist ein Hund und das ist ein Hund. Und wenn ich das oft genug mache, dann wird das System sagen, das ist wahrscheinlich auch ein Hund. Also das ist so nachvollziehbar. Eine zweite Methode ist dieses Unsupervised Learning. Ich sage, such doch mal nach Mustern, was ist denn da ähnlich? Und wenn ich dann ganz viele Daten reinspeise, dann sagt es irgendwann, also diese 3, da vermute ich, die haben was miteinander zu tun,
das könnte was Ähnliches sein und dann sagt einer, das sind doch Hunde. Ja? Also sozusagen, da kommt dann wieder ein Bewusstsein rein und dann entsteht dadurch auch wieder eine Lernmethode. Und die dritte wäre das Reinforcement Learning, also das verstärkende Lernen, wo eben auch Menschen, da gibt es diese Clickworker, die sagen eben den ganzen Tag lang, das ist ein Hund, das ist kein Hund. Oder wir machen das, wenn wir diese Captchas ausfüllen, wo dann eben nochmal gefragt wird, zeig, dass du ein Mensch bist und sag mir mal, was ein Auto ist. Und schon haben die wieder gelernt, was Autos sind, haben damit ihr System trainiert und das ist eben, da nehmen wir teil an dem Reinforcement Learning und damit haben wir eine weitere Komponente hier gesehen. Dann sind es die neuronalen Netze, das ist eine Form also ein Algorithmus am Ende, der Vermutungen anstellt, wo also auf verschiedenen Ebenen diese Neuronen, das hat viel zu tun, das hat eine Analogie zum Gehirn, deswegen heißt es auch so, wo eben Daten reingegeben werden, dann wird zwischen den verschiedenen Layers hin und her gespielt, was könnte es sein. Am Ende gibt es eine Wahrscheinlichkeit. Also mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit ist das eine Katze, dann setzt man noch so Neuronen daneben und noch einen macht das irgendwie tausendfach und am Ende korrigieren die sich gegenseitig. Das ist also ein kommunikatives Geschehen letztendlich, wo eine Vermutung ausgesprochen wird und dann wird ausgewürfelt, das ist wahrscheinlich eine Katze und eher kein Hund. Also so kann man mal ganz vereinfacht sagen, funktioniert so ein neuronales Netz. Und wenn wir das zusammennehmen, dann sind wir schon ziemlich nah dran, also haben wir im Prinzip die Zutaten, um diese generative KI herzuleiten. Jetzt habe ich hier nochmal, das kann ich jedem nur empfehlen, wer es wirklich genauer verstehen will, die Financial Times hat eine ganz tolle Scrollytelling-Strecke gemacht, wo ich mir also durchscrolle und es wird mir ganz schön erklärt, wie das zusammenhängt. Ein interessanter Begriff ist diese Selbstähnlichkeit. Selbstreflexion, sage ich mal, in Self-Attention auf Englisch. Das heißt, wenn wir uns also angucken, das sieht sehr kompliziert aus, ich versuche das wirklich ganz runterzubrechen. Ich will hier nur zeigen, wir produzieren Wörter, diese Wörter werden in Tokens übersetzt, also das System sagt, es gibt eine gewisse Wahrscheinlichkeit, mit der dieses Wort im Zusammenhang mit anderen Worten steht. Und dazu werden Word-Embeddings gemacht, das heißt, es wird also ein statistisches Modell pro Wort in Bezug auf die Welt der Worte entwickelt und diese Worte wiederum stehen dadurch im Verhältnis und ich kann sie lokalisieren in dem System der Worte. Ich weiß, das ist abstrakt, aber es ist gut, das mal zu verstehen zu versuchen. Denn da merkt man auch, wie also diese Bedeutung plötzlich extrahiert werden kann. Das ist für uns ja magisch. Wir geben was in ChatGPT ein und das Ding spricht mit mir. Wie kann es das? Weil es eben nicht verstanden hat, wie Worte aufeinander folgen. Das war das alte Modell. Sondern es hat verstanden, warum ein Wort in einem Kontext Sinn macht. Und diese Sinngebung, es ist nicht, dass es eben versteht, sondern es kann die statistisch vorhersagen, weil sie eben in Embeddings funktioniert. Und da passiert so etwas wie hier, dieses schöne Beispiel, I have no interest in politics. Hier bedeutet Interest, das bedeutet, ich habe ein Interesse an etwas. Und auf Englisch Interest Rate ist natürlich was ganz anderes. Ne? Und da würde man sagen, das ist ja eigentlich für so ein System nicht zu erraten. Aber das guckt ja nicht auf Interest, sondern das guckt eben auf den Zusammenhang. Und die ganzen Wörter, die daneben stehen, die bedingen sozusagen die Bedeutung. Und ich glaube, das ist jetzt, ich wollte mir ich habe wenig Zeit, aber ich wollte mir die Zeit nehmen, weil an der Stelle wird es ein bisschen klarer, was das Ganze, warum das überhaupt funktioniert. Bei Bildern sind es die gleichen Prozessoren, es sind aber ein bisschen andere Prozesse. Wichtig ist hier das Thema des Rauschens. Also das heißt, wenn ich ein Bild habe, ist das für ein System unmöglich, darüber was auszusagen, weil das von sich halt nicht spricht, ich bin ein Hund. Wenn ich jetzt aber aus einem Bild 1000 Bilder mache, indem ich immer Nach für nach ein bisschen mehr Rauschen zulege, bis das Bild gar nicht mehr existiert, dann ist das Bild weg, das ist Rauschen, hat keinen Informationswert mehr. Aber in diesen Stufen kann ich praktisch zurückrechnen und kann sagen, naja, das Bild 999 könnte mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit so zu 998, das mache ich pixelweise und so habe ich praktisch die Stufe ganz klein gemacht, in der ich zurückraten muss. Ich werde niemals das Ausgangsbild wieder herauskriegen, sondern was ich da berechne, ist ein neues Bild. Aber am Ende ist das wieder brillant scharf. Das ist das Verrückte. Also in diesem Hin und Her, auf Basis dieser ganzen Dinge, die ich vorher schon erzählt habe, indem ich solche Machine Learning-Verfahren reingebe, komme ich plötzlich wieder zu einem Bild. Und das ist diese Diffusion Models und jeder, der ein bisschen über die Sachen liest, dem wird das auch immer wieder begegnen. So, jetzt müssen wir mal kurz über die Modelle sprechen. Es gibt ganz viele Modelle. Modelle, man hört das auch eben, da wurde wieder ein neues Modell entwickelt mit noch besserer Leistung und
entscheidend ist, es gibt diese wahnsinnig großen Modelle und die waren erstmal auch nur für ganz große Konzerne überhaupt so zu bauen, die eben einerseits diese Daten klauben mussten, die Prozessoren aufbauen mussten, also da ist viel Geld im Spiel gewesen und deswegen gibt es diese Foundation Models. Das ist, die sind wahnsinnig mächtig und viele Anwendungen basieren auch auf diesen Foundation Models. Es gibt aber ganz viele andere eben multimodale Modelle, Text-to-Speech-Modelle und so weiter, eine große Spezialisierung. Es gibt, am Ende sind sie alle Blackboxes, das wollte ich hier nur mal sagen. Ich mag Bruno Latour, vielleicht kennen der eine oder andere, das ist sehr spannend, weil der hat hier eben schon diese Doppelung eigentlich auch schon ins Spiel gebracht, aus soziologischer Perspektive. Das ist technisch eine Blackbox, das heißt, wir wissen zwar, was da reinkommt, und wir sehen auch, was da rauskommt. Aber was dazwischen passiert, das können wir eben nicht mehr beurteilen. Das macht das auch gefährlich. Da kommen wir gleich noch zu diesen Halluzinationen. Aber das müssen wir erstmal so anerkennen. Wir werden nicht verstehen, warum jetzt genau das entstanden ist. Und das erzeugt halt interessanterweise, und das ist diese Bruno-Latour-Perspektive, auch eine Unmöglichkeit, am Ende überhaupt noch zu beurteilen, was das System ist. Also je besser das System läuft, umso weniger kommen wir eigentlich dahinter, was das System ist. Also wir brauchen diese Fehlerhaftigkeit und die kriegen wir halt leider nicht mehr in die Finger. Deswegen ist das Ganze so zum Teil auch entfremdend. Aber das ist ein Diskurs, zu dem bin ich hier nicht eingeladen. Deswegen müssen wir wieder zurück auf den Boden der Tatsachen. Wir gucken es jetzt an, Competition and Benchmarking. Ich will das nur zeigen. Es gibt natürlich einen riesigen Wettbewerb. Es ist aber ganz schwer zu beurteilen, welches System wie gut ist, weil allein diese Benchmarking-Verfahren, also die Beurteilungsverfahren, wie gut ist das System, das ist schon eine Wissenschaft für sich. Wichtig ist, es gibt diese Ausreißer, jetzt haben wir zum Beispiel von Google Gemini, wer es gehört hat, das ist jetzt kurz da, was die zum Beispiel anders machen, man kann jetzt immer mehr Daten eingeben. Also das heißt, das kann mehr Daten prozessieren von Seiten des Users, die Prompts, da wo ich was eingebe, da habe ich plötzlich ein riesiges Fenster, während eben die älteren Systeme, wenn wir jetzt hier mal das alte nehmen, da konnte ich eben nur eine gewisse Menge eingeben und das hat dann am Ende wieder vergessen, was ich am Anfang gesagt habe, sozusagen, wenn ich zu viel gefragt habe. Also das sind so Dinge, wo sich diese Systeme gerade sehr stark entwickeln. Dann ist ein wichtiger Aspekt Open Source, bitte nicht alles lesen, ich pick da jetzt nur ein paar Sachen raus. Closed Source, also wir haben eben Anbieter, die Sachen Open Source, die machen, wie auch schon bei Softwareentwicklung, sie sind transparent in dem, wie sie die Systeme trainieren und sie bieten sie auch an, diese Algorithmen, die sie entwickeln, sodass man das dann selbst auch nutzen kann. Und dahinter stecken immer strategische Interessen, das will ich nur sagen. Die Open-Source-Anbieter versprechen sich natürlich eine community-basierte Innovation. Die wollen, dass da ganz viele mitarbeiten, dadurch wollen sie schneller werden. Vielleicht, weil sie zum Beispiel ein bisschen zurücklagen. Wir hatten diesen OpenAI versus Meta und Google. Da haben die gesagt, wir müssen jetzt ganz schnell auf Open Source, damit wir Ressourcen locker machen. Das ist die Intention. Ne? Und auf der anderen Seite entstehen dadurch auch Risiken. Ne? Also ich habe Open-Source-Modelle, da kann halt auch der Bösewicht was mit anfangen und kann möglicherweise Sachen damit programmieren, die wir nicht haben wollen. Und OpenAI, solche Unternehmen, die sind zwar geschlossen, aber die kann ich natürlich dann auch eher mit der Regulation der wieder beikommen, nachkommen. Und so ist hier also auch ein interessantes Geschehen in diesem Verhältnis Open-geschlossen. So, Features and Risks. Ich habe schon gesagt, was da erfunden wird, ist nicht vorhersagbar, ist auch nicht reproduzierbar. Also das sind alles einzigartige Ergebnisse. Wenn ich jetzt zum Beispiel Bilder generiere, der Beetle on the Moon, da kommt jedes Mal ein anderer bei raus. Theoretisch, es gibt gleich noch eine Einschränkung dazu, aber das ist schon wichtig erstmal zu wissen. Wichtig ist, das Ding kann eigentlich nicht zitieren. Wenn es zitieren würde, wäre das ganz schlimm, weil das dann wären dem Datenmissbrauch Tür und Tor geöffnet. Denn ich könnte ja dann sagen, sag mir doch mal, womit du genau trainiert wurdest, blätter mal nach auf Seite 75 des Tagebuchs von Thomas Mann. Ich weiß nicht, das ist wahrscheinlich eh öffentlich, aber es gibt wahrscheinlich Sachen, die nicht öffentlich sind, die aber als Trainingsdaten genutzt wurden. Und so würde auch ein Unternehmen argumentieren, ja wieso, das kommt ja keiner ran an diese Daten. Deswegen ist das wichtig. Warum kann aber trotzdem jetzt hier so eine Ausgabe passieren? Wenn ich sage, wie lautet Artikel 19 Absatz 2 des Grundgesetzes, dann werde ich wahrscheinlich eine richtige Antwort kriegen. Das steht im Widerspruch, liegt aber einfach daran, weil das oft genug zitiert wurde. Das heißt, das ist nicht mehr die Ressource, die ausgegeben wird, sondern es ist der Mittelwert der Texte, die über diesen Artikel geschrieben wurden. Und damit ist das natürlich eine ganz andere ein anderes Verfahren. Aber das ist verstörend, muss man erstmal so akzeptieren. Wir haben das getestet eben mit Werther
weiß nicht, drittes Kapitel, ich weiß leider die Überschrift nicht mehr, da hat es nicht funktioniert vor einem halben Jahr, beim letzten Test hat es funktioniert. Und das bedeutet eben, auch da findet wahrscheinlich ein Abgleich statt mit Webressourcen und dann kommen wieder andere Ergebnisse raus. Aber die Modelle an sich ohne diesen Abgleich können das nicht. Bias. Bias ist nichts Neues. Bias heißt ein Fehlschluss. Ja? Ein Fehlschluss, wenn wir hier ein schöner Dürerstich aus dem 16. Jahrhundert, liege ich richtig, ja, 15. Wahrscheinlich gibt es ja echte Kunsthistoriker. Auf jeden Fall, die Welt hörte da auf, oder das war zumindest eine Erzählung, die war sehr gängig. Und deswegen hat er das so gemalt, oder das war ein vernünftiger Mittelwert, zu sagen, es ist relativ plausibel, dass die Erde irgendwo aufhört. Bei Dürer schon nicht mehr, der war da schon einen Schritt weiter, aber vielleicht hat er das auch schon historisch so mal abgebildet. Das Thema Bias kennen wir eben auch so Musik, hier bin ich jetzt endlich mal auch mal beim Thema Konzerte. Diese Blind Auditions sind eben entstanden, weil man wusste, man wählt immer nur Männer, weiße Männer im mittleren Alter oder was da die Kriterien waren aus. Also sehr stereotyp hat man ausgewählt, wenn es um Auditions gab in Orchestern, wird immer gerne erwähnt. Das geht so weit, dass man immer gesagt hat, die müssen die Schuhe ausziehen, bevor die da vorspielen, weil wenn die mit ihren Stöckelschuhen kommen, dann wissen wir schon wieder, wer es war. Und so muss man also den Bias ständig auch nacharbeiten, ne? Weil es reicht nicht aus, da nur einen Vorhang hinzuhängen. Und genauso ist das auch technisch. Wir haben also verschiedene Arten von Bias, geht auch schon wieder zu tief. Sagen wir mal einfach, natürlich, wenn ich die Daten da reingebe, 100 Jahre Diskriminierungsgeschichte abbilden, dann kommt am Ende, wenn ich eine Anfrage stelle, Diskriminierungsgeschichte raus. Ganz schwer, dem beizukommen. Deswegen wurden schon ganze Modelle abgeschaltet. Es kann sein, dass ich einfach falsch programmiert habe. Das wäre also ein Algorithmic Bias. Es kann auch sein, dass ich ihn falsch gewichtet habe. Also ich habe schlecht ausgewählt. Also so gibt es verschiedene Möglichkeiten, Fehler einzubauen, die uns dann zu Verhängnis werden, wenn wir das leichtgläubig nutzen. Das ist ein schönes aktuelles Beispiel. Embarrassing and wrong. Google admits it lost control of image generating AI. Das heißt, die haben ja also zugegeben, wir haben es nicht mehr im Griff, weil da wollte jemand ein historisches Bild der Gründungsväter Amerikas und da kamen nur schwarze Männer mit Federnschmuck und so weiter raus oder halt so ein George Washington-Look. Das ist aber unplausibel, die gab es nicht, diese schwarzen Männer. Und deshalb, warum passiert so etwas? Weil die natürlich gesagt haben, wenn jemand dich nach einer Person fragt, dann macht das bitte divers. Zeigt da nicht nur Weiße, weil das wäre ja diskriminierend, sondern zeigt auch immer ein paar Schwarze. Das macht nur keinen Sinn mehr, wenn jemand eine historische Person sehen möchte. Und deswegen sind sie sich da sozusagen selber auf den Leim gegangen. Das zeigt aber auch die Limitierung. Wie stark kann ich das überhaupt, wie kann ich denn diesen Bias überhaupt beherrschen? Vielleicht geht es auch einfach nicht. Ne? Also die haben erstmal gesagt, rote Linie, wir ziehen den Stecker, es geht jetzt erstmal nicht mehr. Wir bieten das Produkt nicht mehr an. Das ist schon recht drastisch. Nochmal Dürer, weil ich das auch ganz frappierend finde. Halluzination, wir kennen, wer schon mal mit DLI, und da gab es ja einige heute, gespielt hat, da kam gerade am Anfang diese Finger, war so ein Klassiker, dass zu viele Finger rauskamen. Ja, wobei, jetzt merke ich gerade, da kommt meine Argumentation nicht ganz hin. Dürer hat niemals in seinem Leben ein Nashorn gesehen, hat trotzdem eins gemalt. Also das heißt, der hatte natürlich auch, der hat ganz viele Geschichten gehört und hat daraus ein Bild entwickelt. Deswegen, da gab es Leute, die meinten, die haben zwei Hörner. Der wusste ja nicht wohin, hatte das Horn da oben drauf, das sogenannte Dürerhorn. Das war also auch wie so eine Art so ein Finger zu viel. Also diese Bias-Geschichte ist von daher auch uns eigen. Ja? So entstehen eben Tatsachen und Gerüchte, kommen in die Welt und auch diese Modelle vollziehen das irgendwo nach, indem sie falsche Voraussetzungen treffen, die man als Halluzination bezeichnet. Was kann noch passieren? Wir sind ja bei Risiken. Also es kann sein, dass ich einfach leichtgläubig reinschreibe meine Familiengeschichte, weil ich darüber mal eine Auswertung haben möchte. Dann sitzt auf der anderen Seite vielleicht jemand, der nutzt das zumindest als Trainingsdata oder vielleicht hat er noch andere böse Absichten. Es kann also sein, dass ich ungewollt Trainingsdaten verliere, das ist ein Risiko, und auch, dass durch Prompt-Hacking ja, also praktisch in der anderen Richtung Daten wiederum geklaut werden. Also das ganze Thema Datenverlust ist immer ein Thema, was mitschwingt. So, ich glaube, dann bin ich mit meinen Risiken auch durch. Deepfakes. Natürlich, ich muss alle Schlagwörter, wie gesagt, wir wollen ja alle auf einsteigen. Der musste kommen. Wer hat den Papst im Daunenmantel noch nicht gesehen? Niemand. Also ich weiß, das ist ein alter Hut. Trotzdem, ich glaube, es ist so ikonisch, das Bild. Das wird uns mitbegleiten.
Und das ist so spannend, weil hier geht es ja, der Papst ist natürlich ja die personifizierte Unfehlbarkeit, die Wahrheit. Wenn man den jetzt plötzlich so darstellen kann, dann gerät ein Weltbild ins Wanken. Das heißt, das ist nicht ohne Grund, warum der Papst nur gerade so berühmt geworden ist in diesem Bild. Und der Böse dagegen, unser lieber Trump, sozusagen der Teufel von der anderen Seite, der eben auch diese Wahrheitsfrage ja in Frage stellt und sagt, die Wahrheit gibt es ja gar nicht mehr. Ne? Also das heißt, so zwei Antipoden kristallisieren sich heraus und werden auch abgebildet in diesen Deepfakes. So, jetzt trauriges Beispiel, weil ich habe heute noch mal kurz nachrecherchiert, Morgan Freeman. I am not Morgan Freeman, and what you see is not real. Kommt's an? Well, at least in contemporary terms, it is not. What if I were to tell you that I am not even a human being? Would you believe me? What is your perception of reality? Also er stellt die Glaubensfrage. Und ja, warum traurig? Weil der ist vor 2 Tagen gestorben. Ich habe noch nachgeguckt, wie alt ist der eigentlich, lebt er noch? Und jetzt spricht er praktisch schon aus dem Jenseits zu uns. Tatsächlich vorgestern, da habe ich das Bild vermutlich eingebaut. Es ist einfach nur mal ein Beispiel zu zeigen, auf welchem Niveau sind wir mit Deepfakes. Hier ist also diese Stimme, die ist charakteristisch, die ist einmal algorithmisiert worden, die kann man jetzt praktisch weiter benutzen, aber eben auch alle diese detaillierte Darstellung mit die ganze Mimik, das ist einfach mal so ein Stand, wie weit geht das gerade. Deepfakes, haben wir hier noch ein Beispiel, jetzt kommen wir in die Beispiele rein. Also ich kann eben auch von einer Person zur anderen springen und sagen, verhalte dich mal so wie. Und dann, dafür gibt es Tools, die speziell eben nur für Deepfakes funktionieren. Das ist auch sehr faszinierend. Das wollte ich zeigen. Also jetzt hüpfe ich durch so ein paar Beispiele. Und das lässt sich natürlich alles auch wunderbar missbrauchen. Also hier geht es auch nochmal um die Risiken, Manipulation, Missinformation. Also hier gibt es diese Seite NewsGuard, die 713, ich halte das wahrscheinlich noch für eine Untertreibung, Seiten identifizieren konnte, die einfach nur KI gesteuert sind. Also da werden ganz viele solche Ghost-Geschichten aufgezogen, wo eigentlich gar keine Menschen mehr hinterstecken. Und natürlich lassen sich auch solche Fake-Videos hier produzieren, die politisch dann ganz brillant werden können. Tools. Viele haben das ja schon genutzt. Ich wollte nur noch mal zeigen, am Ende, der Zugang ist immer gleich. Ich habe also ja auf diesen Seiten, oh, es gehen viele Handys hoch, ich habe doch hier noch was Neues dabei. Die verschiedenen großen Anbieter, die wir alle kennen, Google, Meta und so weiter, jeder hat hier einen Zugang, um diese Bots auch zu benutzen. Über ChatGPT müssen wir praktisch nicht reden. Interessant wird Copilot, weil das eben jetzt diese ganze Microsoft-Welt noch mit verknüpft. Perplexity, interessant, weil die eigentlich diese Websuche total revolutionieren wollen. Also das sind so verschiedene Anbieter. Ich habe hier mal rauskopiert, was die so für Einstiegsprompts geben. Also das sind so die Buttons, die ich klicken kann, wenn mir nichts einfällt, was ich damit machen will. Und da sieht man schon auch so ein Spektrum, was die Sachen leisten. Ne? Also assistieren, vorschlagen, lernen, dann gibt es irgendwie Fitnesstrainer, Cooking Assistants. Also es ist alle Bereiche des Lebens, zu allen bieten die einem irgendwie was und wollen einen da abholen. Ja. Text-to-Image, hier kommen jetzt nochmal die Papageien. Ich habe natürlich auch mich hingesetzt und habe so ein Tool genutzt, das haben ja auch einige scheinbar hier schon mal gemacht. Man kriegt dann eben eine Variationswelt an Bildern und kann das sehr fein dann nochmal nachjustieren. Da gibt es Referenzen auf irgendwelche kunsthistorischen Stile also das funktioniert wahnsinnig gut und nur habe ich da eben meine Konstruktion. Ich stelle jetzt nicht nochmal die Frage nach der Kreativität, aber die könnte man hier natürlich jetzt wieder aufbohren. Aber wir wollen ja nochmal durch die Beispiele reiten. Das ist einfach, ich hätte jetzt hier noch fragen können, wer glaubt, welches Bild ist echt und welches ist künstlich. Ich verrate aber sofort, die sind alle generiert. Also keines dieser Bilder ist echt. Das ist so das Niveau, Stockfotografie hat ausgedient, könnte man sagen. Ne? Weil das sind am Ende Einsatzprompts, die so ein Bild produzieren. Es geht zumindest sehr weit, kann man schon ganz viel machen. Text-to-Image, hier haben wir wieder ein kleines Video. Das ist also noch ganz was Neues, auch jetzt von Google hat das gerade so promotet. Das heißt, man kann also auf dem Handy demnächst Bilder generieren und wenn es stimmt, muss man immer auch ein bisschen vorsichtig sein. Das ist auch eine gewisse Propaganda in diesem Bereich natürlich, weil jeder will auch der Erste sein. Aber irgendwann wird es so sein, dass wir praktisch live texten können und die Bilder verändern sich dann auch entsprechend. Also so rasant ist das Ganze. Läuft es noch? Alle haben es gesehen. Ne? Ja. Gut, hier, jetzt muss ich das zeigen, weil für mich ist es schon zum Ohrwurm geworden. Sound of Education heißt der Song, generiert mit Suno AI.
Also das, so, das wäre jetzt meine Hymne für die Veranstaltung gewesen. Vielleicht möchten wir das aufgreifen. Es hat gedauert, original eine Minute, und dieser Song war halt komplett da. Ne? Das ist schon erschreckend auch, wie wahnsinnig gut es funktioniert. Ich habe hier einen kurzen Text zur Veranstaltung reingegeben und einen Stil vorgegeben, und schon haben wir einen solchen Song. Ja, auf jeden Fall. Ja. Harmonies of Knowledge. Jetzt wird es ein bisschen besinnlicher, oder sagen wir, ja. The timpani's resounding beat as the orchestra takes its seat in the sacred hall of learning. Melodies of knowledge are discerning. The art of music and education, building bridges of inspiration through majestic composition. Embrace this harmonic mission. Ja, also mehr geht leider nicht, aber das macht, ja. Ich glaube, es ist für jeden was dabei. Also für die nächste Veranstaltung gibt es garantiert eine Hymne, und ja, das ist das. Google macht was Ähnliches mit Music LM. Die sagen dann auch, hier, nimm doch einfach so ein Bild. Da gibt es ja bei Wikipedia auch die Captions, und schon hast du einen Sound. Hast du also auch so ein Bild vertont. Und so weiter. Ich fand das noch schön, die nennen es Humanize, interessant, Beispiel aus elektronischen Musik, wo eben versprochen wird, wir können das endlich mal ein bisschen menschlicher machen, weil alle haben eigentlich genug von diesen synthetischen Beats, die ja so völlig technisch sind, und das irgendwann nervt es dann auch, und jetzt freuen sich alle, dass es endlich wieder ein bisschen menschlicher wird. Wodurch? Durch KI, weil die eben humanisieren kann. Also es gibt diesen Humanize, es gibt diesen Effekt, wie heißt es hier? Superhuman. Also der Superhuman increases the variance. Also eigentlich das Gegenteil von dem. Wir denken, Technik macht alles irgendwo uniformer, aber genau hier wird es ja aufgebrochen und soll menschlicher werden. Ist natürlich auch ein Marketingargument, aber interessante Rhetorik und auch, ich glaube, eine interessante Sehnsucht. Jetzt, das müssen wir auch noch angucken. Wer hat schon mal Sora AI angeguckt? Nicht so viele, okay. Weil das ist sozusagen auch jetzt 2 Wochen erst alt, und hier wird jetzt gerade auch versprochen, dass oder wenn man sich es anguckt, würde ich auch sagen, da ist vielleicht was dran, wenn das tatsächlich so funktioniert. Da unten ist der Prompt, und dann kommt eben so ein Video raus. Mehr muss ich nicht tun, ich gebe diesen Text ein, und dann habe ich ein so verrücktes, hochauflösendes Video produziert, und das wird wahrscheinlich schon die Videowelt oder Filmwelt oder alles, was da dran hängt, sehr verändern. Zweites Beispiel, was mich auch sehr umgehauen hat, ist diese Historical Footage of California during the Gold Rush. Das heißt, das ist alles, was eingegeben wurde. Und dann kommt eben so ein Film raus, wo die Kutschen fahren, wo die Häuser stehen, wo ich auch noch diese Farbanmutung habe, die ich mir da wünsche von einem alten Western. Vielleicht, wahrscheinlich wäscht einer Gold im Fluss. Also alles, was so an Stereotypen rumfliegt, wird hier in so einen konsistenten Film gepackt. Agenten muss ich noch erwähnen, das ist auch was wir dann in Workshops aufgreifen wollen. Also was sich eben auftut, ich habe jetzt über ChatGPT gar nicht mehr geredet, aber dort ist halt die Entwicklung hin zu diesen GPTs, das heißt Personal Assistance, wo ich sage, das möchte ich von dir haben, ich hinterlege noch ein paar Daten, ein Excel-File, und dann macht das Ding eben, ist das für mich ansprechbar und trainiert. Was früher ein Riesenaufwand war, so ein Chatbot zu bauen, kann ich jetzt mit ein paar Klicks machen. Das wollen wir auch im Workshop zeigen. Mehr sage ich da jetzt nicht zu. Ich habe jetzt noch einen Blog, das geht auch hier, gibt es eine tolle Plattform, da sage ich halt, rede mit mir, als wärst du Superman oder irgendein anderer fiktionaler Charakter, und die kennen dann auch gleich die ganzen Storys, die dazu gehören. Gut, aber jetzt möchte ich gerne noch zum letzten Thema kommen. Eine Frage ist immer, ist der Input geschützt, den wir da reingeben? Dürfen die mit dem trainieren, was ihnen zur Verfügung steht? Die zweite Frage, ist das, was da rauskommt, geschützt? Das fragen wir uns eben, wenn wir zum Beispiel DLI nutzen, darf ich das für eine Broschüre benutzen? Das ist eine zentrale Frage. Und die dritte ist, kann der Autor
der Kunst dann am Ende sagen, dieser Kunst, wenn wir es so gut nennen wollen, dass das seine Arbeit war. Das ist ein ganz gerade prominenter Fall dieser Frau Anderson, der Case Anderson et al. Versus Stability AI. Sie hat also eine ganze Reihe von Künstlern zusammengetrommelt. Bei ihr ging das so los, dass sie sich selber einfach mal nicht gegoogelt hat, sondern sie hat ihren Namen bei ChatGPT eingegeben. Und da kam eben das Bild auf der rechten Seite raus. Und da hat sie gemerkt, verdammt, die haben mit meinen Bildern trainiert, weil die eben in diesem Stil sehr viele Bilder produziert hat und hat dann gesagt, es geht nicht. Und da hat sie jetzt auch einen ersten Erfolg errungen. Also das wird schwieriger werden für die Unternehmen, einfach so Trainingsdaten zu nutzen, ungefragt. Ein zweites ganz spannendes Thema finde ich, dass zum Teil, weil ich sagte ja am Anfang, da komme ich nochmal drauf, manchmal kommen halt doch die Bilder raus, die trainiert wurden. Oder die Abweichungen sind so rudimentär, dass man eigentlich nicht mehr sagen kann, das ist jetzt wirklich ein neues Bild. Und da haben die halt auch ein Riesenproblem gerade, weil wir haben in der oberen Reihe die Originale und unten die generierten und man sieht, das ist eigentlich gleich. Also das ist ein Problem, dass die Systeme da nicht sicher sind. Wir haben diesen Fall von Getty, die haben eben auch mal gegoogelt und haben festgestellt, Getty, wer das kennt, ist eine riesen Bilddatenbank, die haben immer ein Wasserzeichen und plötzlich tauchte das Wasserzeichen zum Bild auf. Also da, ja. Wie antworten die Unternehmen, die sagen, ja, aber das ist doch Fair Use, wir tun doch was für die Gesellschaft, weil wir trainieren doch die Modelle und jeder kann es nutzen, also was wollt ihr eigentlich, Fair Use oder Transformative Use? Ja, wir nutzen zwar eure Sachen, aber am Ende kommt ja was anderes bei raus. Das heißt, wir transformieren ja in was Neues, deswegen ist das doch eigentlich auch fair. Also die haben natürlich wahrscheinlich ganze Abteilungen von Lawyers, die da auch sehr kreativ sind und ChatGPT nutzen, die dann solche Argumentationen entwickeln, um dem zu begegnen. Aber das ist nicht ausgefochten. Ich habe da auch jetzt nicht heute die Antwort, so und so geht's, aber wir wollen ja erstmal problematisieren und verstehen, wo sind die Probleme. Was klar ist, Trainingsdaten werden wertvoller. Das heißt, man sieht das hier im Fall Reddit. Google hat, das ist eine neue Meldung vom 22. Februar, 60 Millionen $ zahlen die dafür, dass sie mit Reddit Daten trainieren können. Ob Reddit seine User gefragt hat, ob die das auch wollen, ist eine andere Frage. Wahrscheinlich nicht, aber die haben das ist nicht das einzige Geld. Die sind, glaube ich, bei 200 Millionen mittlerweile, die sie eingesammelt haben, nur für das Verkaufen ihrer Trainingsdaten. Also es entstehen neue Geschäftsmodelle, eben auch von Seiten dieser Plattformbetreiber und wir setzen halt weiterhin unser Häkchen, weil wir das alles gar nicht lesen können. Aber da ändert sich was. Wir klicken plötzlich andere Sachen ab und das sind eben sehr wertvolle Ressourcen, weil da sehr viel menschliche Brain drinsteckt. Aber wir sind im Prinzip wir trainieren eben mit und liefern Daten, ganz klar. Eine Antwort, die jetzt die Unternehmen auch liefern, die sagen, ja Leute, macht euch nicht verrückt, wir haben eine technische Lösung, Watermarking. Und das sieht dann eben so aus, zwischendurch immer schön ein bisschen schöne Musik laufen zu lassen. Aber es hat jetzt hier nur den Zweck zu zeigen, man hört nichts. Also es passiert eben, ne? Watermarking heißt hier, es wird einfach algorithmisch etwas eingebaut, was ich erkennen kann, aber was eigentlich für den Hörenden überhaupt nicht hörbar wird. Ein anderer Ansatz, und das freut mich, dass ich da jetzt so weit gekommen bin und nicht vorher abgewürgt wurde, ist dieses Poisoning-Tool. Also es gibt Künstler, die sich selber organisiert haben und haben gesagt, wir vergiften unsere Bilder. Wenn wir was produzieren, dann bauen wir da Dinge ein, die nicht haben wollen. Die das trainieren, die trainieren. Wir können praktisch deren Modelle gefährden, wenn die mit unseren Bildern trainieren. Und das ist ein toller Ansatz. Die haben, ich weiß nicht, 250.000 Downloads mittlerweile. Chicago University hat da mitentwickelt. Also so ein Poisoning-Tool, und das gibt es eben auch in verschiedenen Varianten. Fazit, doch 2 Slides, also neue Formen der Ausbeutung sind bestimmt ein Thema, was wir auch was hier mitschwingt, gerade wenn wir über auch Sound sprechen. Wir haben jetzt gesehen den Morgan Freeman, Bruce Willis hatte angeblich mal seine Stimme schon verkauft, der kann ja nicht mehr sprechen, bedauerlicherweise, und dann war die Sache, hat er denn noch rechtzeitig seine Stimme synthetisieren lassen? Das wäre vielleicht noch eine bewusste Entscheidung gewesen, aber es gibt eben auch solche Dinge wie diesen Virtual Rapper, FN Meka, wo irgendein unbekannter armer Rapper alle Rechte an seinem Selbst abgekauft wurden. Der durfte danach nicht mehr als Künstler auftreten, um so eine Kunstfigur zu schaffen, die man natürlich perfekt beherrschen kann. Das war ein sehr prominentes Projekt, was aber auch diese Debatte, das war eben ein Farbiger aus dem unteren, also eher aus so, wie sagt man, sozial prekären Verhältnissen stammt, und dann wurde der in der Form einfach mal ausgebeutet, ja? Geklont.
und so weiter. Also gibt es ganz viele interessante Geschichten, bis hin zu diesen Strikes hier natürlich im letzten Jahr, die es so in der Form ja auch noch nie gab, wo man merkt, da wächst eine Sensibilität und die Leute stellen sich auf und sehen eben auch die Gefahr noch mehr als hier, wo wir vielleicht noch ein bisschen mehr in Watte gebettet sind aktuell und doch sehr viele Berufsbilder damit gefährdet sind. Letzter Slide. Diese Diskussion würde ich gerne im Nachhinein lieber führen. Das war der Aufhänger, aber ich glaube, das ist eben etwas, da brauchen wir Zeit und die wird auch nicht so schnell zu Ende diskutiert sein. Und damit würde ich dann auch gern schließen und danke mich besonders für die extra Minuten, die ich bekommen habe. Danke.